Es ist mal wieder Mittwoch, Zeit für Challenge WBS. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Willebrorger und Solmecke. Und wenn ich so schnell spreche, dann wisst ihr, ich habe nur 3 Minuten Zeit, um eure Fragen zu beantworten. Die Zeit läuft jetzt. Erste Frage. Oh, und der Pott ist wieder voll. Sehr gut. Erste Frage fängt schon gut an. Kann ich die EU verklagen? Natürlich kannst du die EU verklagen, wenn du mit irgendetwas nicht einverstanden bist, was da gemacht worden ist, wenn das EU-Parlament wieder mal sich irgendwas Neues ausgedacht hat und du der Meinung wärst, dass die Datenschutzgrundverordnung, die gerade so heiß diskutiert wird, zum Beispiel gegen die Grundrechtscharta der EU verstößt, kannst du natürlich auch die EU verklagen. Das funktioniert so. Sind Frauenparkplätze nicht eigentlich sexistisch? Also da glaubst du natürlich oder fragst dich, verstoßen Frauenparkplätze gegen das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz? Und dazu habe ich in diesem Video was gemacht. Da ging es nämlich um die Fragestellung, können Männer auch auf Frauenparkplätzen parken oder droht Männern etwas, wenn sie auf Frauenparkplätzen parken? Und ich bin zu dem Schluss gekommen, nö, das verstößt nicht dagegen. Gründe habe ich dargelegt, müsst ihr euch noch das Video angucken. Gilt aber als beantwortet, würde ich sagen. Welche Strafe droht mir, wenn ich meinen Freund Wachsstreifen aufs Bein klebe, aber nicht abmache? Ich verletze ihn dann ja nur indirekt. Was, wenn ich meinem Freund Wachsstreifen aufs Bein klebe, aber nicht abmache? Ich weiß nicht genau, was dann passiert. Da muss er sich doch abmachen, aber wahrscheinlich tut das dann weh. Ich meine, ich habe mal so ein Video gesehen von so einem YouTuber, ich glaube, der immer was mit seiner Freundin macht, der heißt, glaube ich, Jonas. Genau, Jonas heißt der macht immer was mit seiner Freundin. Ich glaube, die Freundin heißt Denise. Und ich meine, dass die das mal mit ihm gemacht hat. Vielleicht hätte ich auch die Frage gestellt, keine Ahnung. Ja, das wäre Körperverletzung, würde ich schon sagen. Wenn ich das richtig sehe, ist das immer eine sehr schmerzhafte Angelegenheit. Und so ein Wachsstreifen muss, glaube ich, immer schnell ab. Deswegen, wahrscheinlich kommt die Frage von einem Mädel, die sich damit auskennt. Denn Jungs kennen sich damit nicht ganz so gut, vielleicht nicht aus. Ich jedenfalls nicht mit Wachsstreifen. Wahrscheinlich tut es umso länger weh, je länger der Wachsstreifen da drauf klebt. Ja, und dann ist das Körperverletzung. Ja. Würde ich schon sagen. Wird versuchter Mord genauso hart bestraft wie Mord? Ja, normalerweise wird der Versuch genauso bestraft wie die Verwirklichung, weil, es sei denn, man hatte einen Rücktritt, ja, aber es ist hohe Rücktrittsvoraussetzungen, ja, also lebenslang. Also versucht ihr eine Straftat, versucht ihr jemanden zu töten, schafft es nicht, weil irgendwelche äußeren Umstände dazu geführt haben, dass es nicht geklappt hat, ist das rein vom Gesetzeslage her kein Unterschied. Der Versuch, auch wenn er nicht verwirklicht worden ist, wird genauso bestraft wie die vollendete Tat. Es sei denn, ihr habt irgendwie dann versucht, da wieder rauszukommen, aber unter normalen Umständen, nur weil jetzt plötzlich irgendwie derjenige, den ihr töten wolltet, nicht kam oder so, oder ihr nicht genau zielen konntet und der Schuss ging daneben, wird genauso beurteilt. Oh, eine längere Frage. Wenn ich zu jemandem sage, zum Beispiel zu einem Freund, dass ich ein Bild von ihm habe, aber ich habe in Wirklichkeit keins und er zeigt mich wegen Recht am eigenen Bild an, dann ist die Anzeige doch eigentlich nicht geltend. Oder kann ich dann verklagt werden, weil ich gelogen habe? Nee, klar, du kriegst dann strafrechtlich keins drauf gebrummt, weil du ja tatsächlich dann irgendwie nicht sein Recht am eigenen Bild verletzt hast. Aber wenn ihm dann Kosten entstanden sind, Anwaltskosten und all sowas, dann musst du die bezahlen, weil du der Veranlasser warst der ganzen Chose. Und deswegen würde ich mal schön die Finger davon lassen, meinen Freund so zu verarschen, dass er dich dann wiederum anzeigt. Aber was sind das für Freunde, die sich untereinander anzeigen, nur weil das Recht am eigenen Bild verletzt worden ist? Also dann sind es auch nicht die richtigen Freunde. Die Scherze sind natürlich auch schon der Terbe, die eher abzieht. Ja, jetzt habe ich mich dann doch irgendwie verquasselt. Ja? Normalerweise schaffe ich im Durchschnitt 6, jetzt waren es mal heute 5. Gucken wir mal. Nächstes Mal werden es wieder mehr. Abonniert gerne unseren Podcast auf iTunes, WBS mal suchen. Da gibt es diese Videos auch immer schön als Podcast auf die Ohren, weil Podcasts im Moment so beliebt sind wir natürlich auch unter die Podcaster gegangen. Wer da mehr Bock drauf hat, kann uns auf iTunes abonnieren oder auf Soundcloud. Da gucken fast noch mehr zu. Wunderte mich, vielleicht habt ihr die Soundcloud-App und lasst eure Kommentare hier da. Wir wollen auch versuchen, das Podcast-Format weiter auszubauen und sagen euch dann oder ihr sagt uns, was wir besser machen können. Und wenn wir bei den YouTube-Videos noch was besser machen können, sind wir die Letzten, die das nicht auch annehmen würden. Also alles rein in die Kommentare. Am heutigen Mittwoch können wir die Kritik gut vertragen, denn bald ist ja schon wieder Wochenende. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis dahin.